Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich habe für euch heute natürlich frisch gepresste Themen. Themen, die ich habe. Emirates, Berlin. Ist das vielleicht ein Eigentor für Berlin? Gucken wir uns genauer an. Dann Sun Express, 50 Grad im Flugzeug, Polizei kommt zur Rettung, so wie es sich anhört. Man entschuldigt sich. Und wir haben Hilton-Deal im Mittleren Osten. Wir nennen es den Nahen Osten. Und wir haben noch ein viertes Thema. 787 Probleme. United schickt Flugzeuge wieder zurück zu Boeing. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und ihr entschuldigt, dass ich heute eine Stunde später komme. Ich nehme das hier quasi 7 Uhr 9 Minuten auf. Deshalb auch eine schnelle Sendung, damit ihr trotzdem was bekommt. Und zwar Kanal abonnieren, Glocke, Like und School. Denkt dran. Ja, Streit um die Berlin-Route. Emirates versus Lufthansa, wenn man so will. Oder vielleicht auch Berlin versus Emirates, weil natürlich in Berlin viele Themen mit dem Emirates-Thema zusammenliegen. Und zwar Emirates will endlich nach Berlin fliegen, stößt aber erneut auf politische und wirtschaftlichen Gegenwind. Lufthansa und Gewerkschaften warnen vor massiven Marktverwerfungen. UFO sagt ja, dass Emirates quasi nicht gut mit seinen Mitarbeitern umgeht. Emirates plant tägliche Direktverbindungen Dubai nach Berlin mit einer 777-300ER ab Winter 2026. Man könnte um 8 Uhr in Dubai losfliegen, wäre dann mittags in Berlin. Und wenn man dann losfliegt, wäre man dann abends wieder in Dubai. Ja, aktuelles Limit sind ja maximal 4 Flughäfen in Deutschland. Das hat man voll ausgenutzt. Man hat ja Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München. 4 Stück. Aber man sagt ja, das Abkommen mit Katar ist ja ganz unfair, also das würde man nicht so mögen. Deshalb fordert man die Erweiterung und die Lufthansa und die Politik Bayern-Hessen sind klar dagegen, natürlich, weil man natürlich damit in Bayern, in Hessen, den Frankfurter und den Münchner Flughafen aufgefühlt torpediert. Die Gewerkschaft UFO warnt halt vor der Marktverzerrung, weil dort schlechtere Arbeitsbedingungen sind, Rückgang von Europastrecken, weil natürlich die Fluggesellschaften wie zum Beispiel Air France, KLM, die fliegen ja noch von Paris oder Amsterdam nach Berlin und die sagen, vielleicht lohnt sich das nicht, wenn die Emirates dann wieder dahin fliegt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber auch Lufthansa reduziert ja viele Kurzstrecken innerhalb von Deutschlands wegen der Verluste. Ja, das ist der Klassiker natürlich, dass die europäischen Netzverkehrer oder grundsätzlich Netzverkehrer gegen Fluggesellschaften aus dem Mittleren Osten oder Nahen Osten sind. Und Lufthansa verteidigt natürlich sein Hub-Modell in Frankfurt und München, denn Emirates will ja einen Direktverkehr haben ohne Umsteigen, also in Deutschland umsteigen. Ne? Viele Programme sagen natürlich das auch nicht so ganz toll, weil das ist ja für Lufthansa Miles & More ist das natürlich auch ein Marktbegleiter oder eine Konkurrenz, wenn die Skywards machen. Und Tim Clark sagt aber, wir sind fest entschlossen, wir kommen nach Berlin. Und wenn man sich so das Verhalten der Lufthansa und der anderen Fluggesellschaften oder der UFO-Wirtschaft anguckt, dann ist das natürlich, man will den eigenen Markt schützen und blockiert den Wettbewerb. Europa wird dadurch aus deren Sicht zu abhängig von Gulf Airlines. Und natürlich ist die Frage, ob die Hub Airlines damit dann noch ein Interesse haben könnten, in Berlin zu bleiben. Wer weiß das. Also, als Fazit natürlich ein politisches Thema, ganz klipp und klar. Entscheidung könnte Struktur des europäischen Luftverkehrs natürlich ändern. Und die Frage ist, sollte Deutschland den Markt für Emirates öffnen oder sollten wir schützen? Könnt ihr sagen, was ihr denkt. Boeing 787 Probleme, United schickt den Dreamliner zu Boeing zurück und das ist auch bei brandneuen Flugzeugen eher ungewöhnlich. Und zwar ein brandneuer Dreamliner mit neuer Premium-Kabine entwickelt sich zum Problemfall und muss zurück zur Boeing, denn betroffen ist die erste neue Boeing 787-9er von United, die neue Business Class und neues Interieur hat. Probleme seit dem Erstflug, man hat elektrischen Geruch. Wiederholte Ausfälle, Rückflüge ohne Passagiere. Flugzeug steht jetzt bei Boeing zur Analyse in Moses Lake. Weitere 787 bei United und American sind betroffen. Ja, das sind natürlich massive Probleme bei der Operation, die man hat mit den Flugzeugen. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, was Charleston oder was? Ist halt so. Aber es ist halt natürlich Flugausfälle und Unsicherheit. Gerade die 787 ist ja auch nicht unbedingt ein Flugzeug, wo man sagt, dass die Leute die mögen, weil sie sagen natürlich 737, 787, Probleme. Und
Natürlich ist es so, dass Boeing Qualitätsprobleme hat und Airlines können natürlich jetzt kritischer die Auslieferungen sehen. Und Fazit ist natürlich, dass es kein Einzelfall ist, es ist ein strukturelles Problem, das muss man ganz klar sagen. Boeing steht hier ganz klar auf Druck, ne? Also das heißt, die müssen liefern. Würdet ihr aktuell lieber Airbus oder Boeing fliegen? Eine Frage, die man stellen kann, oder? Die Frage, die man auch bei dem dritten Thema stellen kann, ist Sun Express. Die haben Hitzeskandal. Ein Flug wird zur Extremsituation, über 50 Grad in der Kabine, medizinische Notfälle und dann ein Polizeieinsatz. Flug Frankfurt-Antalya massiv verspätet, dann ist die APU, also die Auxiliary Power Unit oder der Hilfsturbinengenerator, so ist der deutsche Wort, oder wir haben es bei der Bundeswehr GTG genannt, Gasturbinengenerator, ausgefallen, der die Klimaanlage am Boden betreibt. Und die Temperaturen sind im Flugzeug über 50 Grad gewesen und damit gab es dann mehrere Notrufe von Passagieren. Rettungskräfte im Einsatzflug mit 4 Stunden plus X Verspätung dann gestartet. Und das ist ein katastrophales Handling und ein klassisches Bodenproblem. Aber das ist halt einfach so, dass das natürlich nicht in Ordnung ist. Man hätte External Power, AC und so weiter ganz klar geben müssen. Und dadurch, dass es natürlich ein Low-Cost-Carrier ist mit einer Reputation, die eher bescheiden ist, ist das trotzdem nicht besser, das Thema. Und Sun Express sagt allerdings, das war in keinster Weise unser Anspruch. Ja, Freunde, also da muss ich ehrlicherweise sagen, alles andere wäre ja auch bekloppt und bescheuert. Ja, ich denke mal, warum man über Passagiere ohne Klimaanlage überhaupt an Bord lässt. Also das, naja, gut. Das ist ein klarer operativer Fehler, zeigt auch Schwächen im Handling und im Krisenmanagement. Und ab welcher Temperatur würdet ihr übrigens das Flugzeug verlassen? Wobei ich gar nicht wüsste, wie ich die Temperatur messen würde. Ich würde einfach sagen, scheiße heiß. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte das bei Finnair, da hatten wir mal gebordet. Da war es auch zu heiß. Da ging die APU auch nicht und er sagt, es ging auch kein External Power. Also ja, ist nicht schön. Und in Finnland war es dann Gott sei Dank nicht 50, aber es war schon unangenehm. Dann haben wir als letztes Thema was Schönes. Das ist eine Hilton-Promotion im Nahen Osten. Hilton bietet im Nahen Osten eine Promo mit Frühstück, Rabatt und doppelten Punkten. Double Points Frühstück bis 120%. Das wäre geil. Nein, bis 20% Rabatt. Buchung muss bis zum 3. September sein. Aufenthalt bis 13. Dezember. Ich weiß gar nicht, warum ich die Sprachstörung kriege, weil ich so aufgeregt bin mit der Promotion. Ich überlege, ob ich in Dubai übernachten soll. Ne? Unter anderem sind das natürlich UAE, Katar, Türkei, aber auch Ägypten. Punktewert ist nur 2-4% Cashback, je nachdem. Ist natürlich auch ein Thema. Die Frage ist natürlich, wie wertvoll seht ihr die Hilton-Punkte, wo wir hier eine komplette Devaluierung bekommen haben. Und als Fazit kann ich euch nur sagen, nettes Add-on, aber kein Gamechanger und zeigt halt einfach den Wert von den sinkenden Punkten. Die Punkte werden halt einfach inflationär rausgeworfen. Und da könnt ihr aber sagen, was er dazu denkt. Ich will jetzt nicht anfangen, ob ihr überhaupt noch Hotelpunkte sammelt oder nicht. Ich nehme sie mit, aber macht das jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Als Gesamtfazit kann man wirklich nur sagen, dass man zunehmenden Wettbewerb halt hat zwischen Legacy und Gulf Airlines. Also Emirates will knallhart in Berlin auf den Markt. Boeing hat weiterhin Qualitätsprobleme, kann man sich leider nicht ausdenken oder schönreden. Aber auch die operativen Schwächen, die Fluggesellschaften haben mit den 50 Grad, das geht gar nicht. Aber auch die Loyalty-Programme bei Hotels zum Beispiel, die werden einfach nur noch Punktemaschinen, wo man halt versucht, Leuten, die von früher dachten, dass Punkte noch richtig Value haben. Und wir merken natürlich auch, dass Direktflug besser ist als ein Hub-System. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch die Fragen zu beantworten. Und die Frage ist natürlich, ab wann würdet ihr ein Flugzeug wegen Hitze verlassen? Und natürlich die Emirates-Frage, ganz klar, sollte Deutschland Emirates nach Berlin lassen? In dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Bis dann. Ciao.